In Korfu sorgt heute ein Flieger für besondere Aufmerksamkeit. 4 Flugbegleiterinnen und 2 Pilotinnen. Ein Flieger in Frauenhand. Das ist selten, sagt die Kabinencrew rund um Kapitänin Julia Peukert. Für mich auch sehr schön und besonders mit euch. Doch für Fotos bleibt wenig Zeit. Der griechische Wettergott hat schlechte Laune. Heftige Gewitter ziehen Richtung Flughafen. Pilotin Michaela Gerstenkorn wird den Airbus A320 nach Frankfurt fliegen. In 30 Minuten wollen sie starten. Sind wir mal gespannt, ob wir da rausgelassen werden vom Tower oder ob die unseren Start ein bisschen hinauszögern, dass wir nicht ins Gewitter reinfliegen. Thank you so much. See you next time. Cabin crew, all those in flight. Nein, ganz recht herzliches Willkommen hier vorne aus dem Cockpit. Mein Name ist Julia Peukert, ich bin Ihre Kapitänin heute auf dem Weg nach Frankfurt. Geflogen werden Sie aber von der ersten Offizierin, Frau Michaela Gerstenkorn, und gemeinsam mit unseren 4 Damen in der Kabinenbesatzung. Wir sind heute nämlich ein rein weibliches Team für Sie und wir wünschen Ihnen einen schönen Flug hier heute bei uns. May I release parking brake? Yes, you are clear to release parking brake. Parking brake is released. Dienstbeginn war heute Morgen um 4 Uhr. Einmal Frankfurt, Korfu, hin und zurück. Und auf geht's wieder. Oh, jetzt blitzt es wieder. Ordentlich. Engine to start. Schnell weg. Sonst müssten sie warten, bis das Gewitter vorbei ist. Und das bedeutet Verspätung. Engine 1 start. Gewitter sind oft unberechenbar. Die plötzlichen Winde, der Starkregen, all das haben die Pilotinnen jetzt im Blick. Ready? Ja. Take off. B1, rotate. Rechts scheint die Sonne. Da wollen sie jetzt hin. Dafür muss der Lotse sein Okay geben. Sonst muss Michaela durch das Gewitter steuern. Check. Julia Peukert funkt mit dem Tower. Is there any way we could fly visually heading 020 to avoid? Der Lotse gibt sein Okay. Sie dürfen nach rechts ausweichen. Weg vom Gewitter. 122-355 Ocean 4 Uniform. Thank you so much for your cooperation. Bye bye. Checked. So, ich habe auch das Terrain hier inside. Das sieht alles gut aus. Aber du siehst, hier ist auch der Niederschlag hier links. Ja. Ne? Da war es, glaube ich, eine gute Idee, da nicht direkt reinzufliegen, sondern jetzt hangeln wir uns wieder am Wetter entlang. Nach 5 Minuten ist der Airbus auf Flughöhe, 10 Kilometer hoch. Hier liegt die Maschine ruhig in der Luft. Theresa Preisinger und Stefanie Hippert können mit ihrer Arbeit beginnen. Der Flug heute für sie etwas ganz Besonderes. Es ist total schön, also auch dass im Cockpit mal beide weiblich sind, ist schon eher selten. Also auf der Kurzstrecke kommt es öfter vor als auf der Langstrecke. Aber es ist schön, es ist ein tolles Zusammenarbeiten auf jeden Fall. Die Frau serviert, der Mann fliegt. So ist es eben immer noch mehrheitlich in unserer Gesellschaft. Im Cockpit arbeiten mehr Männer, hinten mehr Frauen. Eigentlich schade, sagen die Flugbegleiterinnen. Julia Peukert und Michaela Gerstenkorn haben ihre Pilotenausbildung auf einer privaten Flugschule abgeschlossen und selbst finanziert. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Damen-Pilotinnen-Uniform. Das heißt, ich habe eine Flugbegleiterhose bekommen und ein Männerjackett. Nach ihrem Abitur hat Michaela Gerstenkorn Psychologie studiert und anschließend mit der Pilotenausbildung begonnen. Im Cockpit arbeitet sie vorwiegend mit Männern. Ich bin letzten Monat das erste Mal mit Julia geflogen und das war auch erst das zweite Mal im Cockpit mit einer Kapitänin. Beide Pilotinnen wünschen sich mehr Frauen im Cockpit. Nur 4% aller Piloten in Deutschland sind weiblich. Es gibt ja Studien darüber, dass es nicht daran liegt, dass Frauen ungeeigneter sind oder eine höhere Durchfallquote haben, sondern es fehlt tatsächlich an Bewerberinnen.
Frauen im Cockpit sind leider immer noch exotisch, vor allem für die Männerwelt. Das erleben sie oft. Gestern hatten wir zum Beispiel einen Lokführer an Bord. Der fand es so toll und mit dem haben wir dann natürlich auch gemeinsam Fotos gemacht. Sie sind im Sinkflug über Hessen. Nach 2,5 Stunden Flugzeit ist Frankfurt voraus. Minimum 30, 20, retard, 5. Spoilers, Mike Tango and we are holding short of Tango 4 Ocean for uniform. Parking brake is set. Ich habe jetzt Feierabend und ja, morgen früh direkt wieder früher Check-in um 4:15 Uhr nach Lamezia Terme in Italien. Am Dienstag fliege ich nach Madeira, nach Funchal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Danke.